Frau Professor, ein Thema, das, glaube ich, die Welt zurzeit zu Recht in Atem hält, ist das Thema Klimawandel. Wenn wir nun so eine Expertin jetzt hier die Gelegenheit haben, diese Frage zu stellen, wenn Sie jemandem den Klimawandel erklären würden, was ist das? Klimawandel ist eine Folge der globalen Erwärmung und die wird verursacht dadurch, dass wir Treibhausgase in die Atmosphäre bringen, die vorher nicht da waren, in einer Menge, die nicht da war. Und das führt dazu, dass der Strahlungshaushalt gestört ist und führt zu einer ständigen Erwärmung. Und die Erwärmung hat dann alle möglichen anderen Folgen. Also wenn man an der Temperaturschraube dreht, dann ändert sich der Niederschlag, dann ändern sich die Druckverhältnisse, die Windverhältnisse. Also alles, was wir unter Wetter oder Klima verstehen, ändert sich, wenn man an einer Schraube dreht. Welche Verursacher oder Hauptverursacher dieser Erwärmung kann man ausmachen? Alles, was fossile Energien bedeutet, verbrennt. Also das ist der Verkehr, die Industrie, der Hausbrand. Aber natürlich, ja, wo immer wir fossile Energien verwenden, und das verwenden wir halt einfach überwiegend, weil das nach wie vor die Hauptenergiequelle. Es gibt natürlich auch Beiträge, die aus der Landwirtschaft kommen, aus der Abholzung von Regenwäldern. Also es gibt schon andere, Auftauen von Permafrost. Es gibt schon andere Quellen auch, aber ungefähr 90% sind die fossilen Energien. Und das heißt aber letzten Endes, dass wir alle die Verursacher sind, weil wir ja alle das nützen, was entweder produziert wird oder was wir selber an Bewegung machen. Also wir sind alle beteiligt an diesem Klimawandel und das macht es ja auch so schwer, ihn zu bekämpfen, weil es nicht darum geht, dass man irgendeine Industrie abschaltet, sondern weil wirklich jeder seine Gewohnheiten ändern muss. Mhm. Und das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Die Frage vielleicht, die alle juckt auch, aber es geht sich noch aus, wenn wir jetzt das entsprechende Umdenken erwirken oder gemeinsam beschließen, oder ist schon knapp? Also knapp ist auf jeden Fall. Aber die Wissenschaft sagt ganz klar, aus wissenschaftlichen Gründen könnten wir die 1,5 Grad Erwärmung, die sozusagen zulässig sind, ohne dass die Katastrophen ganz schlimm werden, die sind noch einhaltbar. Mhm. Rein wissenschaftlich gesehen. Das heißt, es ist noch nicht zu viel Treibhausgas in der Atmosphäre. Was die Wissenschaft nicht sagen kann, ist, ob die Menschen den Willen dazu haben werden, ob die Politik den Willen haben wird. Das können wir nicht sagen. Aber da, denke ich, lohnt die Spekulation nicht. Da kann man nur daran arbeiten, dass der Wille entsteht. Und das ist das, was ich versuche zu machen und wo ich hoffe, dass gerade mit der Bewegung der Jugend, Fridays for Future, die ja inzwischen sich durchaus in vielen Bereichen widerspiegelt, Scientists for Future, Doctors for Future und alle möglichen. Ich glaube, es gibt auch schon Journalisten für Future. Bald gibt es hoffentlich Politiker für Future. Also mit dieser Entwicklung hoffe ich, dass wir so viel Bewegung hineinbringen, dass tatsächlich das, was theoretisch noch möglich ist, auch in der Praxis möglich wird. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön. Danke. Bitte, gerne.